shot, lock it in just like that. Hi und herzlich willkommen aus Dorf 11. Heute wollen wir uns so langsam mal an den Walddrachen ranbauen. Wir haben alles aufgefüllt, wir sind fit, hoffe ich mal. Fit? Ja, zwischen 33, sag ich mal zwischen 24 und 34 sind wir. Hoffe ich mal nicht, dass wir so viele brauchen. So, seht ihr. Und hier geht es zum Walddrachen. In den Seilfleischstück. Aber, was ist das? Ja. Oh, dann gucken wir mal. 23. Okay. Habe nichts gesagt. So, wir hatten ja einen zusätzlichen Schatz gemacht. So. Und zwar den Elbbogen. Elb oder Elb? Kann ich euch gerade nicht sagen, aber ein Bernsteinring ist hier schon mal von größter Wichtigkeit. So, denn lasst uns nochmal alle heilen. Mal nachgucken, haben wir alles? Ja. Jo, denn Leute, lasst euch eins sagen. Lasst euch nicht von mir beeindrucken. Ich schaff ihn. Ich schaff ihn eh. Ja, das sind doch die Nummer zu groß sein. Okay, ich schalte mal das Gambit hier mit 30 aus. Immer alle so weit weg wie möglich. Das ist das Sicherste, was sie machen. Oder du hast ihn wirklich mit mir die Gabe.
glaube, jetzt standen alle ein bisschen zu nah. Ich weiß es auch gerade nicht, aber ich glaube ja. So Leute, wir haben ihn. Yeah! Der Walddrache ist gefallen wie ein nasser Sack. Yeah! Applaus, Applaus für deinen Namen. Applaus, Applaus. Applaus, Applaus. Herzlichen Glückwunsch. Großartig. So, da haben wir jetzt den Walddrachen wieder im Metz. Yeah! Und jetzt können wir eigentlich schon mal weiterkommen. Aber hier müssten noch irgendwelche Kisten in der Nähe sein. Ach, hier. Ui, 9872 als Belohnung für den Walddrachen. Herzlichen Glückwunsch. Applaus, Applaus. So, und wenn wir jetzt mal gucken, wir nehmen mal jetzt Basch raus, Nelover raus und wir gehen auch wieder mit rein. Den wechseln wir jetzt mal auf Ball 4. Weil... Nein. Wir müssen erstmal nach hier hinten, weil... Ein rausklippen. 220 gilt. Hier hinten hätte jetzt auch schon das Blutschild sein können. So, eine Mobilranke. Um zusätzliche Schätze zu erleichtern. So, da hätten wir einen Trend. Sorry wegen der Aussprache. Und... Die Paramina-Schluchten. Okay, die Paramina. Okay, wir rennen gleich weiter. Wir wissen, was auf uns zukommt. In die Paramina-Schluchten. So, das waren die ersten Gegner in der Paramina-Schluchten. Und von der Paramina kommen wir Richtung... Na, aber Schätzchen, wo kommen wir nach der Paramina hin? Schreibt es mir bitte mal in die Kommentare. Empires parade down city streets while refugees walk barefoot through the snow. And so I sue for peace, to stop short war and ease their suffering. My father will choose peace. Will he now? You sound sure of yourself. You can never know another, even your father. Don't take it the wrong way, Kay.
This crisis would not end were I gone. The Senate hates the very fact that House Solidor exists. By necessity, we must find reason to silence them. Necessity? Ah, yes, necessity. Does that word free you, I wonder? You show no hesitation to solve matters with blood. The sword of House Solidor cannot be left to rust in doubt. It was you, Excellency, who tempered that sword. Is this your idea of vengeance? It is my idea of necessity. If we do not act now, it is not only our future you imperil. So, you would dirty your hands to keep his clean. My hands are stained with blood. I see little reason to stay them now. So they are. And so House Solidor lives on. So Leute, ihr habt gehört, wo es hingeht. Also gehen wir da auch hin. Abbrechung. Na, wie heißt es auch? Ja, ich weiß. Wer es nicht weiß. Wo es hingeht. Boah. Die heiligen Höhen von Bur Omisace. Mit dem Magnuswissen. Wartet. Ja, mit dem Magnuswissen. Weil ich glaube, jetzt könnten wir Soja mit Friend. Die geben wir auch Diebesfäustlinge. Und Bahn hat Diebesfäustlinge. Dass wir denn die Gambits bei Bahn und bei Friend einfach nur auf Clown einstellen. So, und zwar stellen wir das jetzt so ein, wie ich es bei Bahn gemacht habe. Jetzt muss ich gucken. Gegner mit 30% oder weniger. Gehen wir einfach bloß auf Clown. So. Bei 4 kommt raus. So, Ash kommt raus. So, dann aktivieren wir den Teleporter. Gucken, wo stehen die Hähnerminen. Und versuchen gleich mal unser Glück. So. So,
dann gehen wir jetzt vorher nochmal auf Gambit. Machen Laser alles aus, was jetzt nicht mit positiven Gegenständen zu tun hat. Okay, ein Blitzseil. Okay. Seht ihr, hätten wir schon mal 1 von 3. Und das zweite von 3. So, denn wechseln wir jetzt hier. Okay. Falsche Richtung. So, dann müssen wir einmal kurz zur anderen Seite lang. Sorry. So, hätten wir schon mal 2 von 3 Blitzseilen. Und es fehlt jetzt bloß noch ein Blitzseil. So. Und dann versuchen wir das Ganze jetzt erneut. Wenn es klappt, ist es gut. Wenn nicht, haben wir ein kleines Problem. So. Man wird dafür bloß 3 Blitzseile brauchen. So. Also 2 von 3 Blitzseilen hätten wir für Scorpio F. Also fehlt uns bloß noch ein Blitzseil. War doch so. Ja. So. So, da uns ja bloß noch ein Blitzseil fehlt, versuchen wir es auch gleich zu holen. Wir werden mal kurz was erhöhen bei Frame, weil wir haben ja schon Blitzra. Dann kommt jetzt als nächstes Eisra. Und nur ein Blitzmagnet. Okay, also Eisra ist eine Nummer zu hoch. So. Aber ich glaube, das macht uns nichts, auch wenn es jetzt ein bisschen zu hoch ist. Kann man es ja noch anpassen. So. Dann versuchen wir jetzt das dritte Blitzseil zu holen. Ja, und wir bloß ein Blitzmagnet. Aber mit dem Magnuswissen halten wir schon mal 2 von 3 Blitzseilen. So, dann brauchen wir den Scorpio-Stein. 3 Mal. So, hätten wir das auch. Was oben steht, brauchen wir. Was unten steht,
weg. Ist meistens so. So, und wenn wir die 3 Blitzseile haben, geht es auch gleich zu den Scorpio-Steinen. Richtung Melissas. Hoffe ich mal, dass es Melissas waren. Und da hätten wir schon das 4. Blitzseil. Das 3. Und ein 4. zur Sicherheit. So. Dann müssen wir jetzt die Scorpio-Steine holen. Und die finden wir. Jetzt teleportieren wir uns doch mal kurz nach Bur Omisace. Oh, dann gucken wir uns hier in Bur Omisace nochmal schnell um, was wir hier noch holen können, falls wir überhaupt was holen können. Ach ja, Leute, schöne Sachen immer. So, die Dings hätten wir schon mal. Okay, ich guck mal bei dem freien Händler, der hier steht. Bei den Straßenhändlern. Ob wir da schon was Neues haben. Patschen gegen Giftseife. Nee, haben wir auch noch nichts Neues. Jo, denn gucken wir mal. Blitzmagnete können wir. Eisenstücke können wir. Den Rest behalte ich erstmal, vor allem hier Scorpio-Scheine und Blitzseile. Und ja, ich lese es mir schnell mal durch und dann bin ich gleich wieder für euch da. So Leute, wir müssen als nächstes 3 Drachenknochen und 4 Scorpio-Steine. Das finden wir alles unten in der Gentina-Höhen. Okay. Also können wir die 2 Sachen erst später holen. Okay, dann war's das eigentlich auch mal für Scorpio F. Also nach Martius können wir das alles machen. Oder wir versuchen es. Ja, Versuch macht klug, sagt man ja mal so schön. Okay, also wisst ihr schon mal Bescheid. Den Rest holen wir nach Martius. Also können wir jetzt mit unseren eigentlichen Sinne weitermachen. Außer wir hätten gerne das Glück. Aber bei Drachenknochen, da sitzen wir schon die ganze Weile dran, sage ich euch gleich. Darum will ich jetzt ein bisschen schwächere. Dass wir erstmal, ja, es ist so schön, Moment weitermachen. Jetzt. So. Alle schön hier noch beim Alten. Wie ihr seht. So, sorry, dass ich so gerannt bin.
So, und damit willkommen in Bur Omisace. So Leute, der letzte Augenblick. Is he sleeping? No, my child. Whoa. I do not sleep. I dream. For reality and illusion are a duality. Two parts of a whole. Only the mirror of dreams reflects what is true. Anastasis, Your Grace. I am Lay Ashelia. down your words. Ashelia, daughter of Ramanas, I have dreamt your dream. Who better to carry on the Dalmascan line than she who bears the Dawn Shard? Your dream of a kingdom restored is known to me. Grand Kiltius, then give us your blessing. Grant the Lady Ash her accession to the... I do not suppose this is something you might reconsider. My little emperor-in-waiting. You called and I have come. This is the man I wanted you to meet. Believe it or not, he is a member of the noble house Margrace, rulers of the Rosarian Empire. I am but one of very, very many. Try as I might, I could not stop this war alone. Thus, I came seeking Lars's assistance. Alcide Margrace at your service. To think I stand before the Lady Ash, it is truly an honor. I see it is true after all. Stunning is Dalmasca's desert bloom. In Arcadia, Larsa. In Rosaria, Alcid. They dream not of war. Should empire join with empire, the way will open for a new Evilis in our time. Grand Kiltius, you speak much of dreams, but in the real world, war is upon us. Grand Kiltius, I was told my coming here would prevent this war. I was to assume my father's throne and announce the restoration of Dalmasca, treat with the Empire for peace, and persuade the Resistance to stay their hand. I have not come all this way to be asked to reconsider. A word from you and the Resistance would stop cold, and Rosaria's pretext for joining the war scattered off to the four winds. This was what we had hoped. Alas, circumstances change. A full 2 years have passed since your reported death. Were it to become known you are still alive, I fear it could only worsen our current situation. Because I am powerless to help.
Nay, in fact, it has little to do with you. Then what? If Lady Ash were to extend her hand in friendship, perhaps I could then persuade the Emperor. His Excellency will solve things peacefully. The Emperor Gramis is no more. His life was taken. Father. What possible cause could we have to lay hand on our Emperor? A deception and an outrage. The Senate will not stand for this. A viper amongst our senators? With Chairman Gregoroth as its head. With what dignity remained him, he confessed to the poisoning and passed his own A sentence. viper with many tails. Much of the Senate is culpable. We had no choice but to strip the Senate of authority and assign powers of autocracy to myself until such time as order... Spare me your lies! I see the serpent coiled here before me! Trace, you speak too freely. Zargabath! Do not tell me you join in this mama's farce! With Rosaria poised to invade at any moment, our leader must have a free hand. The once great House Solidor is now reduced to myself and my dear brother Larsa. Surely you would not go so far. Vain Solidor! As Judge Magister and upholder of the law, I hereby place you under arrest. You misunderstand. Vane did not make himself autocrat. It was the very Ministry of Law which you serve. Do you see it now, Drace? When you bared your sword at His Excellency, you bared your sword at the law. You wear the mama's motley well, Bergen. Such strength. Inhuman. Zargabath, take the Alexander. You will accompany Bergen and bring Larsa back to me. Sire. Your Excellency, Lord Larsa was placed under my charge. Oh? Perhaps you mistook your orders, then. I can see no other explanation for why you were reporting and conjecturing on my doings to my late father. Your Excellency. A hound begging for scraps at the Emperor's table. Would you serve another master, hound? You may fulfill your duty as Judge Magister before us all. She has been tried and found guilty. Your Excellency, I beg you reconsider. Do it. I care not. Live, Gabranth. Protect the young lord. Protect Larsa. Forgive me. Pray be quick. And so House Solidor lives on. Let us suppose you approach the Empire with a peaceful resolution.
The late Emperor Gramis would have lent you his ear, that much is certain. But we are dealing with vain Solidor. Should the princess return, he would claim her an impostor, or to tempt the resistance into battle. Vayne wants this war, that much is certain. As our ill luck would have it, the man is a military genius. The dreams have told me thus. To reveal yourself would imperil us all. I see war, and Vayne's name writ bold on history's page. Arcadia's banners fly high. They are making ready for the coming war. According to our latest reports, the Western Armada prepares for war, under Vayne's command, no less. The newly formed 12th Fleet has already been deployed. Oh yes, the Imperial First Fleet stands ready. They'll be underway as soon as the Odin's refit is complete. And there is more. The 2nd Caravan Expeditionary Force is being called in to replace the missing 8th, so there will be no gaps. The largest force ever seen. And then, the Nethicite is the coup de grace. Grand Kiltius, your grace. I spoke to you of my succession. Let us put that aside. Should I become Queen of Dalmasca now, powerless as I am, I can protect nothing. With a greater power at my disposal, perhaps then. It is the Nethicite of which you dream? I require something far greater. To wield power against power. Truly, the words of a Hume child. I am descended from the Dynast King himself. Indeed. Then you have but one choice. Seek you the other power Wraithwall left. Does such a thing exist? Journey across the Paramana Rift to the still shrine of Miriam. There rests the gift he entrusted to the Grand Kiltius of his time. Seek it out. The Sword of Kings can cut through Nethicite. Why he would entrust the power to destroy Nethicite, the instrument of his greatness, to another and not to his own progeny, I cannot say. Awaken Shelia Benagan and take up your sword, or your dream will remain but a dream. My dream too fades into day. Lazar verabschiedet sich. Okay Leute, damit sage ich ciao, ciao und bis zum nächsten Mal. Euer Fente.